Herzlich willkommen zu einer dreiteiligen Serie, vielleicht werden es auch 4 Teile, wo es um EQ-Plattformen geht, speziell um eine EQ-Plattform mit fotografischer Funktion und Nachführung in Rektaszension und Deklination. Aber in diesem Video geht es jetzt erstmal darum, was ist eine EQ-Plattform, warum brauche ich das? In einem mittleren Teil hier des Videos geht es darum, wie ich das Ding einscheinern kann. Ich zeige euch da eine Methode, wie das funktioniert. Und natürlich gehe ich in dem ganzen Zusammenhang auch ein bisschen darauf ein, welche Features die TMS Astro hat. Die Plattform an sich von TMS Astro, die wird allerdings erst im zweiten Teil richtig besprochen in einem Unboxing- und Inspection-Video. Und im dritten Teil werden wir uns dann ganz praktisch angucken, wie das mit einem 16 Zoll Dobson, wie man ihn hier sieht, funktioniert. Daher wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit diesem doch recht langen Video von knapp über einer halben Stunde und Clear Skies wie immer. Ich will doch am Anfang noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum wir uns überhaupt mit dem Thema EQ-Plattform beschäftigen. Wenn wir so einen Standard-Dobson haben, besteht aus der Rockerbox, aus der Basis und natürlich in der Rockerbox ist das Teleskop. Die Rockerbox hat eine kleine Basisplatte oder eine große Basisplatte, in der Regel rund, nicht immer, aber oft, und darunter eine runde Basisplatte, die mit 3 Teflonpads ausgestattet ist, auf denen dann das Gerät zum Liegen kommt und auf dem man das Gerät drehen kann. So, Problem. Ich schaue jetzt hier irgendwo ein Objekt an im Himmel und die Erde rotiert, sie dreht sich, das heißt, das Objekt dreht sich aus dem Sichtfeld des Dobsons heraus. Soweit, so gut. Eine Lösung wäre, dass man dieses Teleskop mit einem Motor versieht. Also wir haben hier eine Nachführung, da sieht man, ist so ein kleines Handsteuergerät mit einem Motor in Deklination, einem Motor hier unten, den sieht man jetzt nicht, oder ist hier drin, Getriebemotor. Die Steuerung sorgt dafür, wenn man ein Objekt eingestellt hat, dass eine Go-To-Funktion da ist, also das Gerät fährt dann dahin, wo das Objekt ist, wenn es einmal eingerichtet ist, und es führt dann entsprechend nach. In der Regel hat man sowas nicht. In der Regel hat man so einen ganz normalen Dobson. In welcher Ausführung auch immer. Da gibt es verschiedene. Hier, es gibt die Gitterrohr-Dobsons. Es gibt diese Standard-Dobsons, einfach konstruiert, aber auch relativ günstig. Die sind hier ein bisschen besser transportabel. Egal, das Prinzip ist immer das gleiche. Ich habe eine Rockerbox, ich habe eine Basis, die sich dreht. Und in der Regel muss ich eben selber schubsen. Ich muss nachführen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Wie kriege ich jetzt trotzdem es hin, dass ich dieses Gerät nachführen kann? Also dass quasi das Objekt, wenn ich es einmal eingestellt habe, wie auch immer, manuell oder durch einen Tellerradsucher, dass es in der Bildmitte bleibt für eine gewisse Zeit. Dafür verwendet man eine EQ-Plattform. Wir sehen hier eine EQ-Plattform in einer sogenannten VNS-Ausführung, das heißt vertikales Segment, VNS. Das ist hier ein Segment, das ist ein Ausschnitt aus einem Kreisbogen oder aus einem Kegelschnitt. Ich zeige das gleich auch nochmal. Und da stellt man das Instrument dann drauf und dann führt das für eine gewisse Zeit, ungefähr eine Stunde nach. Dieses Kreissegment ist angetrieben durch einen kleinen Motor. Da gibt es hunderttausende verschiedene Ausführungen. Die einfachste Version, die man sehr häufig findet, ist ein kleiner Motor von der EQ1 Skywatcher-Montierung. Es ist ganz einfachen Äquatorialmontierungen und die kann man dazu missbrauchen, um hier die Bewegung hinzubekommen, die man möchte. Wenn ihr nach EQ-Plattformen im Internet sucht, schreibt sich im Englischen mit einem T, im Deutschen mit 2 T, nur zur Information. Oder Äquatorialplattform mit kann man auch suchen, dann findet ihr also ganz, ganz viele Selbstbauten vor allen Dingen, aber auch kommerzielle Geräte.
Ja, hier Intercom Space Tech, Astroshop, Spacewalk Telescope, da Christian Busch. Hier haben wir, es gibt wirklich diverse Varianten davon. Ich selbst habe bereits 3. Das ist jetzt meine 3., die ich heute vorstelle. Wie funktioniert so ein Ding? Ist relativ einfach. Man hat auf so einer Plattform, welche Couleur und Bauart auch immer, ein sogenanntes Südlager hier hinten und hier hat man ein Nordlager. Respektive ist hier ein Kreisbogen, um den sich quasi diese Plattform dreht, ja, jeweils nach Osten und nach Westen, etwa 7 Grad, ungefähr muss man sich das vorstellen. Das haben wir ja vorhin im Bildchen auch gesehen. Und der Mittelpunkt dieses Kegelschnitts, ne, wenn ich das hier hinten verlängere, habe ich einen Kegel, der zeigt zum Polaris. Ich zeige euch das Ganze nochmal ganz kurz im Fusion 360, weil ich so ein Ding auch mal selber bauen wollte. Okay, also alles beginnt ein Stück weit mit so einem Kegel. Der Kegel hat 2 Eigenschaften, 2 wichtige. Das erste ist, er hat einen Öffnungswinkel, das haben wir gerade gesehen. Und er hat natürlich eine Achse und sogar noch eine dritte, er hat nämlich eine Kegelspitze. Bei der Äquatorialplattform ist also die Kegelspitze das sogenannte Südlager. Und wenn wir den Kegel jetzt hier bewegen würden auf der Ebene, dann haben wir natürlich ein Problem, weil der würde ja hier hin und her rollen. Das wollen wir nicht. Also müssen wir den fixieren. Das machen wir an 3 Stellen. A, legen wir hier vorne so 2 Rollen drunter, rechts und links, dann kann er nicht nach der Seite wegflutschen. Und B, wir fixieren das Südlager hier durch so einen Zapfen. Wir gucken uns das nochmal von der Seite an. Ich glaube, da ist das ganz eindrücklich. Der Kegel kann jetzt nicht mehr wegflutschen, sozusagen. Ja, das geht nicht mehr. Wie machen wir da draußen eine IQ-Plattform? Nun, das ist relativ einfach. Wir säbeln den Kegel ab und legen eine Platte drauf. Also hier ist die Platte. Ich habe einfach den Kegel hier, wenn wir uns das von der Seite mal anschauen, einfach einmal durchgeschnitten und habe eine Platte draufgelegt. Fertig, aus, Schluss. Jetzt ist das natürlich, so ein Teil kann man schwer fertigen. Man behilft sich jetzt, wenn wir das von der Seite mal anschauen. Das ist auch eine relativ komplexe Konstruktion. Also gehen wir her und nehmen einfach ein paar Bleche oder Platten, respektive aus Aluminium oder aus Stahl, legen die hier dazwischen und nehmen dieses Modell des Kegels, um diese Platten auszuschneiden. Also ich schneide jetzt hier alles weg, was ich nicht mehr brauche. Genau, das brauchen wir noch. Und übrig bleiben, letzten Endes, wenn ich die Chromebase jetzt mal wegmache, bleiben solche 2 Kreissegmente. Diese Kreissegmente haben 2 Eigenschaften. Die stehen senkrecht, wie man hier sieht. Ja, deswegen heißt das auch VNS-Plattform für vertikales Kreissegment. Und wenn wir uns das Ganze mal von oben anschauen, dann sehen wir, dass die in einem Winkel hier stehen. Hier sieht man angedeutet noch diese beiden Lager. Und wenn man eine Linie zieht von hier zum Südlager zu diesem Lager, dann sieht man schon, das ist genau der Winkel, den man für die Kreissegmente dann auch verwendet. Kann ich das Ganze jetzt auch nochmal hier von der Seite aus anschauen. Sorry, so, dann sieht man das nochmal genau, ja, wie das funktioniert. So, und die Drehbewegung ist eigentlich ganz einfach. Die erste Achse ist die Achse des Kegels und natürlich der eigentliche Kegel. Und ich kann das mal animieren, dann sieht man das auch sehr schön, wie das funktioniert. Und jetzt dreht sich quasi, wenn man den Kegel sich jetzt nochmal dazu denkt, es dreht sich quasi diese Plattform, die wir hier irgendwie auf diesen Kegel drauf montiert haben, ja, auf diese Cone Base, ja, mach das hier nochmal dazu, die dreht sich genau um dieses Südlager und sie dreht sich genau um diese beiden Lager hier vorne. Das ist das ganze Hexenwerk und so funktioniert eine EQ-Plattform. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, ich habe vorhin den Winkel verändert und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, aber ich zeige das jetzt nochmal von vorne. Also hier haben wir diese Kreissegmente, sie sind im Moment für 50 Grad
nördliche Breite konstruiert. So, und jetzt mache ich das mal, ich ändere das mal auf 40. So. Und dann sieht man, die Kreissegmente werden kleiner. Jetzt ändere ich das mal auf 60. Ja, und jetzt sieht man, werden die Preissegmente entsprechend größer. Hier nochmal in der Übersicht. Und jetzt machen wir das mal auf 30 Grad. So, und dann wird er noch kleiner. Man kann jetzt schon erahnen, dass hier irgendwo für die VNS-Plattform mal Schluss ist. Also ab 30 Grad ist irgendwo eine Grenze erreicht. Wir enden also in so einer Schaukelbewegung. Das hat zwei Implikationen. Also A, die Plattform ist für eine bestimmte Breite konstruiert. Das hängt von den Segmenten ab. Irgendwann ist auch Schluss Richtung Süden oder Richtung Norden. Und B, wir sind limitiert auf eine Nachführzeit von ca. 60 Minuten. Das ergibt sich aus dieser Schrägstellung von ca. 7 Grad. 7 Grad ist ein guter Kompromiss. Man könnte auch mehr machen, aber dadurch wird die Plattform auch instabil. Da steht ja ein Dobson drauf und da entstehen seitliche Scherkräfte. Die TMS Astro Plattform oder viele Plattformen haben deshalb, oder die Hersteller bieten deshalb verschiedene Kreissegmente an. Man kann die Plattform ein bisschen kippen, also sprich das Südlager nach unten bringen oder das Nordlager nach oben oder vice versa. Die Kreissegmente, die ich hier habe, ich wohne ja in Deutschland, in der Nähe von Mannheim oder in Ludwigshafen, also Mannheim-Heidelberg. Das ist hier ziemlich am Rand von dem, was der Hersteller hier vorgesehen hat. Der hat nämlich ein Segment kreiert, das ist geeignet für eine nördliche Breite von 45 bis 50 Grad, dann etwas südlicher von 40 bis 45 Grad und sogar offensichtlich noch tiefer und auch von 55 bis 60 Grad. Also damit ist man hier komplett in Europa ausgestattet. Wer sich zu dem Thema einlesen möchte, kann das gerne tun. Ich empfehle eine Standardseite vom Rainer Vogel, die ist schon sehr alt, um hier mal in der Story zurückgehen. Man hat ja angefangen, meine Güte, ja, 2012. Ich würde mal sagen, das ist im deutschsprachigen Raum der de facto Standard, wie so ein Ding funktioniert. Nicht nur die Plattform, sondern eben auch, wenn man Dobson selber bauen kann. Und das war's. Auf mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht eingehen. Um euch jetzt vollends zu verwirren, gehe ich aber nochmal auf eine andere Konstruktion ein, die sieht man auch manchmal. Das ist Kreissegment-Plattform, die funktioniert nach einem etwas anderen Prinzip. Es ist wieder im Endeffekt ein Kegel, aber man nimmt den entsprechenden Öffnungswinkel, also hier wieder, ich glaube für 50 Grad sind das, ich muss gerade mal schauen, jawohl, sieht man hier auch. Man konstruiert jetzt zwei Kreise auf dieser Achse hier. Und zwar einmal auch wieder für das Südlager und einmal auch für das Nordlager. So, und man sieht, man benutzt eben nicht die Kegelspitze, sondern man benutzt zwei Kreissegmente. Und diese Kreissegmente stehen auch nicht senkrecht, sondern die sind hier so ein bisschen abgeschrägt. Das hängt natürlich auch von dem Öffnungswinkel ab. Wenn wir das für einen anderen Winkel machen, sieht das wieder anders aus. Das ist eine spezielle Konstruktion, wie sie zum Beispiel die Geoptik E-Arta verwendet. Die hat eine Einstellung zwischen, ich glaube zwischen 30 und 60 Grad, irgend sowas, nördlicher Breite. Und das können wir jetzt hier mal simulieren. Wenn ich diesen Winkel verkleinere, dann führt das dazu, dass das Nordlager zum Südlager hinwandert. Und wenn ich diesen Winkel vergrößere, dann führt das dazu, dass das Ding komplett hier außerhalb der möglichen Reichweite ist dessen, was der Konstrukteur hier vorgesehen hat. Es hat aber noch einen anderen Nachteil, diese Verstellmöglichkeit. Ich übertreibe es jetzt mal mit 30 Grad. Diese beiden Elemente wandern sehr weit hier Richtung Südlager. Und dadurch wird die Konstruktion hier vorne einfach, die schwächelt. Das kann man sich vorstellen, das Ganze wird hier vorne kippelig, ne, weil sich der Schwerpunkt einfach nicht mehr so darstellen lässt. Das kann man vermeiden, relativ einfach, indem man auf diese Konstruktion der Beweglichkeit oder der Änderbarkeit
verzichtet und die Plattform für einen bestimmten Bereich eben konstruiert, so wie man es auch bei der VNS-Plattform macht. Ja? Und dann muss man eben sich überlegen, für welchen Winkel man das konstruiert. Ja? Und dann macht man hier eine und hier eine, dann hat man eine schöne stabile Basis. Oder man ändert dann hier dieses Kreissegment separat, schiebt den Großkreis ein bisschen nach oben, ändert das. Und so kriegt man eine stabile Basis, aber die ist halt wirklich nur für einen bestimmten Breitengrad konstruiert, entsprechend vorgeht. So, das waren die zwei Varianten, also einmal hier die VNS-Plattform und einmal hier diese Plattform mit den Kreissegmenten. Wer sich wirklich die Mühe machen will, so eine Plattform selber zu bauen, da gibt es eine super Anleitung von der, ja, kann man schon fast sagen, Hobbyastronomie oder Astronomielegende Optical Ed oder Ed Jones. Der hat hier auch eine entsprechende Webseite und erklärt hier, wie man so eine Plattform baut, wie das konstruktiv aufgebaut wird. Also so eine Kreissegment-Plattform, wie ich sie gerade gezeigt habe, die für eine bestimmte Breite konstruiert ist. Und das kann man aus Holz machen. Das ist eine Anleitung, die ist schon ein paar Jahre alt. Ich müsste jetzt mal 10 Jahre, aber ganz fantastisch gemacht und erklärt, Schritt für Schritt, wie man das tut. Mit einfachen Mitteln, ohne irgendwelche fancy CNC-Maschine oder so, sondern wenn man das wirklich mit dem normalen Werkzeug, was jeder zu Hause hat, tut und mit Leim und mit Schrauben und ja. Ganz tolle Geschichte, kann ich absolut empfehlen für jeden, der da sich tiefer einsteigen will oder sich sowas selber bauen möchte. Die Dinger kann man kaufen. Die gibt es, ich habe jetzt mal Teleskopservice genommen, gibt da überall, Astroshop, bekannten Verkaufsstellen im Internet, verschiedene Formen. Hier zum Beispiel eine von der Firma G-Optik. Ich muss dazu sagen, ich hatte die. Ich bin aus diversen Gründen nicht damit zufrieden gewesen. Gibt da auch ein Video im Internet, was man sich anschauen kann. Vor allen Dingen ist es ein wahnsinnig schweres Teil. Also das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat die irgendwo 20 Kilo gewogen oder so oder 16 oder 18. Muss aufpassen, was ich sage. Könnt ihr jetzt nochmal schnell hier reinschauen. Schauen wir mal. Ja, 16 Kilogramm. Aber es war jedenfalls unglaublich schwer. Dann habe ich eine Plattform vom Dieter Martini gehabt. Die ist ähnlich wie die man hier sieht. Ja. Und jetzt aktuell habe ich diese gekauft. Das ist eine von TMS Astro. Um die soll es heute auch gehen. Die hat eine Besonderheit, die hat nämlich eine fotografische Funktion. Das heißt, dieser obere Teil der Plattform, da sieht man, da ist nochmal ein Kreuz, das ist mal etwas größer, hier ist nochmal ein Kreuz draufgesetzt und hier vorne ist ein Dorn und ein Motor und der bewegt diese Plattform in der Deklinationsachse nach oben, nach unten. Dann heißt das, man kann quasi hier diese Achse, diese Achse von dem Kegel, kann man zusätzlich noch nach oben und unten bewegen. Der Controller hat eine Funktion, und zwar kann man die EQ-Plattform damit einnorden. Oder ich sag mal so, es ist eine Hilfe, um die EQ-Plattform einzunorden. So, wie funktioniert das? Man schaltet den Controller an, während man den Button festhält. Dann fährt die Plattform in die Endposition. Also müsst ihr euch vorstellen, der Dobson steht jetzt drauf. Dann visiere ich den Polarstern an. Wenn ich das gemacht habe und habe den NCP, respektive der Uhrzeit, die gerade ansteht, im Mittelpunkt, dann drücke ich hier drauf und dann geht die Wippe in die Endposition. So, was heißt das? Wenn ich jetzt im Sucher den NCP nochmal anschaue, oder man kann dazu auch ein Nina nehmen oder irgendein anderes Programm, was so eine Funktion, Polsucherfunktion bietet, dann kann ich das entsprechend justieren. Wenn ich das wieder gemacht habe, nach den Regeln, die ich gleich mal noch erklären werde, dann mache ich das wieder zurück und so weiter und so fort. Das mache ich so lange, bis die Plattform eingeschreinert ist, sagt man. Ne? So, das war jetzt die Knöpfchendruckerei am Gerät. Aber jetzt fordere ich euch ein bisschen heraus, nämlich eure Fantasie. Hier seht ihr nochmal die Plattform
so wie sie in der Regel vor euch steht in der Nacht, wenn ihr sie einscheinern wollt. Das heißt, im Vordergrund befindet sich der Südpol bzw. die Südseite der Plattform. Im hinteren Bereich die zwei ausladenden Bereiche des Nordpols der Plattform. Und wenn ihr euch wieder diesen virtuellen Kegel vorstellt, ne, am Südlager ist quasi die Kegelspitze und vorne haben wir die beiden Kegelkreissegmente, Ausschnittssegmente, um die sich der Kegel dreht. Und in der Mitte des Kegels zeigt die Mitte des Kegels, die Achse des Kegels in der Mitte zeigt auf den Polarstern, beziehungsweise im Moment erstmal auf irgendeinen Punkt. Das muss nicht unbedingt der Polarstern sein, aber es ist genau die Achse, um die sich die Plattform jetzt gerade eben dreht. Die ist definiert. Die Kreissegmente haben einen definierten Radius. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, um einzuscheinern oder die Plattform genau auf den Nordpol auszurichten, ist vorne das Südlager etwas nach oben oder nach unten zu bewegen. Damit bewegt sich auch diese virtuelle Achse von dem Kegel nach oben und nach unten. Und dadurch der Radius bleibt gleich. Entscheidend ist, dass die Achse jetzt sich auch nach oben und unten bewegt. Wenn der Nordpol, der richtige, halt ein bisschen höher steht, die Achse zeigt im Moment ein bisschen nach unten, dann muss sich die Plattform am Südlager nach unten kurbeln. Dann geht der Mittelpunkt des Kegels nach oben. Gerade vice versa. Ne? Ich finde nämlich unterhalb des Nordpols, also muss ich die Plattform vorne nach unten machen, damit sie nach oben zeigt. Jetzt hat der Tamas Horvath, also der Erbauer der Plattform, der hat ein paar Bildchen, Teile davon seht ihr hier, im Internet veröffentlicht, vor allen Dingen auf der Seite von Teleskop Express, da habe ich die nämlich gefunden. Auf der Download-Seite vom Hersteller TMS Astro EU habe ich sie leider nicht gefunden, aber ein paar andere Hinweise. Und ich habe dann hier meine eigene Zusammenstellung gemacht, mein eigenes Manual geschrieben. Habe den Tamas auch darüber schon informiert, um zu mal gucken, wie wir damit jetzt umgehen, ob ich das irgendwie auf GitHub veröffentlichen darf oder so. Schauen wir mal. Das sind hier 4 Schritte. Und um was geht es? Es geht ums Einscheinern. Wie mache ich das? Im ersten Schritt starten wir diese Alignment Position Routine. Also ich drücke diesen weißen Knopf, gleichzeitig schalte ich ein. Dann geht die Plattform in die Endposition. Und jetzt muss ich mit meinem Dobson den North Celestial Pole, also nicht den Polaris, sondern den richtigen, echten Nordpol in die Mitte des Bildes bringen. Das ist ein bisschen schwierig, weil da gibt es keine Sterne genau an der Stelle oder irgend so einen ganz schwachen Stern, aber es nützt einem nicht viel. Es gibt keine Sterne. Was man aber sieht, ist ein Polaris. Und jetzt gibt es ja so Polsucher-Apps, die einem zeigen, in welchem Winkel relativ gesehen zum NCP der Polaris jetzt gerade steht. Also da googelt ihr mal nach Polfinder App. Gibt es auch Webseiten, die nichts kosten. So, und dann findet ihr das raus. Dementsprechend positioniert ihr jetzt den Polaris. Man sieht hier auf dem Bild, in dem Falle, zu der Uhrzeit, zu dem Zeitpunkt steht der Polaris 5 Uhr, so ein bisschen auf, ja, ungefähr zwischen 4 und 5 Uhr, irgend sowas. Und damit ist sichergestellt, dass der NCP sich in der Mitte befindet. Alternative ist, ihr habt eine Kamera und ihr habt eine Plate-Solving-Software, die euch vielleicht auch, wo ihr sogar vielleicht den NCP einstellen könnt. Oder Nina oder Stellarmate, das hat eine ähnliche Funktion und auch so eine Polsucher-Hilfe, mit der man Polaris Plates solven kann und auch den Mittelpunkt relativ leicht finden kann. Und das, was wir jetzt hier manuell machen, das auch unterstützt wird. Aber es geht auch ohne. Das will ich damit sagen. Man kann das auch manuell tun. So. Wenn wir das gemacht haben, dann drücken wir auf den Knopf und die Plattform dreht sich jetzt zur Startposition. Und was passiert hier jetzt? Ihr geht nochmal gedanklich zurück zum
den Kegel, den virtuellen Kegel. Kegelspitze ist am Südlager und die Kreisöffnung von dem Kegel ist vorne an den beiden Kreissegmenten. Und so hat sich jetzt die Plattform gedreht und damit hat sich auch der Kegel gedreht. Die Achse dieses Kegels zeigt auf einen virtuellen Punkt und um den hat sich das Ding gedreht. Was wir dann wahrnehmen im Bild 2 ist, dass, wenn der North Celestial Pole, also der NCP, nicht exakt in der Bildmitte war, dann hat sich dieser und damit auch der Polarstern ziemlich einfach ein Stückchen bewegt. Das kann nach unten, nach oben, nach rechts, nach links sein, je nachdem, wie die Plattform jetzt ist. In dem Falle hat sich der Stern um einen ganz kleinen Betrag, im Bild 2 ist das die Richtung, ist dieser gestrichelte Pfeil, hat sich der NCP ein ganz kleines Stückchen nach rechts oben bewegt. Ja, so in Richtung 2 Uhr. Wenn wir jetzt ins Bild 3 gehen, ist das nochmal veranschaulicht. Die Bewegung ist also vom Punkt B zum Punkt A gewandert. Das ist keine gerade Bewegung gewesen, sondern das ist das Teil eines Kreisbogens. Das ist nämlich genau der Kreisbogen, den der Kegel oder die Plattform ausgeführt hat mit dem Mittelpunkt C. Also die Mittellinie des Kegels, das zeigt genau auf C. Und darum hat sich das Ganze jetzt gedreht, indem wir 7 Grad Schräge von der Endposition 7 Grad zur Startposition gewandert sind. Das ist also eine virtuelle Projektion dessen, was die Plattform jetzt gemacht hat. Dadurch, dass die Tatsache, dass der Polaris sich bewegt hat, beziehungsweise der Punkt von B nach A, heißt, dass die Plattform nicht eingeschneidert ist. Also wir müssen es korrigieren. Wie machen wir das? Die Strecke zwischen B und A kann man als eine Einheit definieren, also als 1. Und darauf kann man ein Lot errichten, also in der Mitte zwischen B und A ein Lot, also eine senkrechte Linie nach, die die vierfache Entfernung hat. Jetzt Verhältnis von 1:4 ist eine Annäherung, man kann das auch ausrechnen. In unseren Breiten hier, so 50 Grad sind es ungefähr, ich glaube 3,8 oder irgendwas, das ist egal. Es muss auch nur ungefähr stimmen. Und jetzt muss man Folgendes tun. Jetzt muss man diesen virtuellen oder den realen Drehpunkt C, den muss man natürlich dahin bringen, wo er hin soll, nämlich in die Bildmitte, nach B. Und diese Bewegung von C nach B, die sieht man ja nicht, weil bei B gibt es keinen Stern, den man sich irgendwie ausdenken kann. Aber man kann sich diese Bewegung denken. Und das ist ja das Gleiche, ob ich von C nach B gehe oder ob ich den Polaris, deswegen habe ich den Pfeil einfach nach unten kopiert, in genau so einer Bewegung nach unten rechts bewege. Das ist jetzt die Denkanstrengung, da oben so eine Konstruktion machen, virtuell. Wenn man das geübt hat, ist das gar nicht so schwierig. 1:4, das reicht auch, wenn das ungefähr ist. Dann muss nicht auf die Kommastelle genau sein, muss ungefähr stimmen, weil man macht das ja ein paar Mal hintereinander. Und dann kann man das Teleskop, nicht das Teleskop, muss ich vorsichtig sein, die Plattform so bewegen, dass man da hinkommt. Jetzt sagt der so einfach, die Plattform dahin bewegen, wo er hinkommt. Wie geht denn das? Wie mache ich denn das? Jetzt wieder eure Fantasie. Ihr holt euch jetzt das Bild von der Plattform wieder her. Ihr habt vor euch, ihr guckt Richtung Polarstern. Vor euch ist das Südlager, hinter euch sind die beiden Nordlager mit den Kreissegmenten. Jetzt habt ihr hier im Sucher gesehen, ihr müsst den Polaris nach unten bringen. So, jetzt habt ihr in der Regel ein Dobson-Teleskop, das sind natürlich die Seiten vertauscht. Ja. Das heißt, die Plattform ist in dem, oder der virtuelle Punkt ist in dem Falle nicht über dem Polaris, sondern ihr seid unterhalb des Polaris. Das ist ja verdreht, das ist spiegelverkehrt. Das heißt, ihr müsst die Plattform virtuell gesehen nach oben bringen, um diesen Effekt zu erreichen, den ihr im Bild 3 bzw. respektive im Bild 4
ist das nochmal dargestellt, ohne diese Kreise, was man jetzt machen muss. Also der Polaris muss da so ein bisschen aus der Bildmitte raus, rechts ganz nach rechts unten. Das ist jetzt das, was ihr tun müsst. Das erreicht ihr, indem ihr die Plattform einfach nach unten kurbelt und auch ein bisschen wahrscheinlich nach rechts, respektive in dem Falle nehmt oder das Südlager und rückt es nach links. Ich habe ja gerade gesagt, das kann man auch mit Tools machen, also zum Beispiel mit Nina oder hier, das ist jetzt Stellarmate, mit dem ich arbeite, aber im Grunde genommen sieht man hier nochmal genau dasselbe Prinzip. Die Software angeschlossen an eine Kamera macht genau das Gleiche. Die hilft einem genau diesen virtuellen Kegelmittelpunkt, um den sich die Plattform jetzt dreht oder auch um den sich quasi die Rektastentionsachse virtuell dreht bei einer normalen Montierung, in die Bildmitte zu bringen, also in den richtigen NCP. Der Vorteil von so einer Software ist, dass hier ein Plate Solving stattfindet und man nicht genau wissen muss, wo der NCP ist oder so, sondern das funktioniert wunderbar. Der Nachteil ist, die Plattform bewegt sich halt nur 7 Grad nach Osten und Westen, also ungefähr 14 Grad. Das könnte ein bisschen knapp werden, aber beim Ecos weiß ich, kann man das genau einstellen und kann das auch manuell machen. Ob das beim Nina so ist, weiß ich nicht. Müsst ihr selber mal rausfinden. Aber ihr habt ja nun 2 Möglichkeiten. Und jetzt sind wir leider noch nicht fertig, denn jetzt müsst ihr das Ganze nochmal von vorne machen, so lange, bis ihr zufrieden seid mit dem Ergebnis. Sprich, bei der TMS Astro würde man jetzt wieder den Knopf drücken, die Plattform fährt wieder in die Endposition. Ihr fangt beim Bildchen 1 an, beobachtet die Bewegung, geht zur Startposition, drückt also nochmal drauf und dann müsst ihr die Plattform wieder ein Stückchen ausrichten. Man muss das nicht übertreiben, wirklich nicht. Irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man merkt, okay, jetzt bin ich einigermaßen fertig oder die Software, die man verwendet, sagt einem, jetzt ist genug. Dann noch eine Sache zum Aufstellen. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja hier die Segmente. Diese Segmente sind die 4550. Die geht also von 45 Grad nördlicher Breite bis 50 Grad nördlicher Breite. Mein Beobachtungsort hier ist ungefähr 49, Ebbes. Ja, das heißt, ich muss von der Mitte, also von der Idealform, wenn das Ding gerade steht, also wenn man jetzt sich mal bezieht auf die Libelle, die wir hier haben, also wenn ich die gerade stellen würde, wäre das natürlich falsch. Ich muss also 47,5 minus 49, also ungefähr 2,5 Grad, muss ich die Plattform entsprechend anpassen. Das heißt, die kommt, mal ein bisschen größer machen, 47 Grad ist so, ne? 59 ist etwas höher, die muss hier vorne runter, die muss hinten mit dem Schwänzel 2,5 Grad nach oben. Jetzt kann man hier wunderbar diese Libelle verwenden, die hat nämlich eine Gradeinteilung. Ja, kann man also nehmen. Ja, das sieht man hier auch, wenn ich die Plattform verschiebe, muss ich also hier ungefähr 2,5 Grad nach oben. Da mir das nachts zu fummelig ist und ich den Dobson dann auch dann direkt draufstellen möchte, habe ich mir bei AliExpress so eine kleine Winkelwaage gekauft. Und was ich mache, ich stelle das Ding erstmal ganz grob quasi auf 0 Grad. Das ist auf 0,85. Das ist das erste, was ich mache. Und das zweite, was ich mache, ich stelle das hier auf entsprechend 2,5 Grad. Also natürlich dann in die Richtung, ne, wie wir es gerade besprochen haben. Da ich weiß, dass ich immer irgendwo 2,5 Grad bei mir ungefähr im Norden, also mit der Nordseite der Plattform, dem Nordlager nach oben muss, habe ich mir solche Böcke gedruckt in verschiedenen Höhen, verschiedene Größen, also mal grundsätzlich eben, Gelände ist ja auch mal ein bisschen eben. Und ja, das hat den Vorteil, dass diese Schraube irgendwo zum Justieren immer in der Mitte ist.
Grundsätzlich, hinten habe ich dann halt schon mal default meine Höhe, die ich brauche, ungefähr jedenfalls. Und vorne habe ich ein flaches drunter gelegt. Dann seht ihr noch eine Neuerung. Ich habe mir so einen Ratscheschlüssel geholt, ja, mit dem ich relativ einfach das einstellen kann, wenn man den rumdreht. Ne? Gibt es auch mit Verstellhebelchen hier, aber das ist Geschmackssache. So, dann habe ich eine ganz einfache M12-Mutter genommen und da oben nochmal eine Mutter, selbstsichernde Mutter genommen. Die beiden kräftig gegeneinander gedreht. Und jetzt kann man das wunderbar von oben halt nivellieren, einstellen. Und dann, wenn man fertig ist, das hier unten festdrehen. So, das hat sich auch schon bewährt. Ich habe das nachts auch schon mal ausprobiert. Das Verfahren funktioniert wunderbar. An dieser Stelle also nochmal vielen Dank für eure Geduld und ich hoffe, das eine oder andere ist wirklich hängen geblieben. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich selbst habe da auch eine Weile gebraucht, um das zu durchdringen, das Thema. Aber man muss es einfach mal durchdenken, man muss es in den einzelnen Aspekten sich mal anschauen und begreiflich machen und dann hat man das auch verstanden und dann vergisst man das auch nicht mehr und kann es vor allen Dingen in der Nacht dann ganz praktisch anwenden, insbesondere das Einscheinern. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Erfolg. Wir sehen uns zum Teil 2, wenn es um den TMS Astro geht und dann zum Teil 3, wenn es um die praktische Anwendung in der Nacht geht. Ich wünsche euch Clear Skies, alles Gute, bleibt gesund, tschüss.